Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Und heute haben wir noch ein Shuttle für euch, ne? Ein zweites Shuttle, ja. Genau. Eins haben wir euch schon vorgestellt, das aus der Originalserie. Und das ist jetzt? Next Generation. Genau. Ein Shuttle der USS Enterprise D. Ja. Und damit wir die Setcard nicht wieder vergessen, machen wir sie jetzt. Fangen wir einfach mal damit an. So, das ist das Star Trek Shuttle Typ 6. Ein Bluebricks Pro mit der Setnummer 104182, 548 Teile für 39,95, 20,5 cm lang, 12 cm breit, 10 cm hoch. Im Aufbau, guter Durchschnitt. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Set. Aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz? Ich habe noch eine Anleitung. Na gut. Und die Rückseite auch nochmal. Schick, schick. Mit Jean-Luc Picard natürlich in der Ecke, wie sich das gehört. Hier. Und hier oben steht es auch wieder Next Generation. Mhm. Kennt ihr ja schon von unseren anderen Sets. Die Bauanleitung selber, auch wie man es kennt, sehr angenehm gestaltet. Der aktuelle Bauschritt ist immer gut sichtbar dargestellt und der vorherige wird verblasst, sodass man auch immer weiß, wo man die neuen Teile hinsetzen muss. Man sieht die Farben der vorherigen Bauschritte noch. Dann haben wir noch die Verpackung. Auch schön. Sieht jetzt eigentlich aus wie die Anleitung. Ja, wer hätte es gedacht, es wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn es vollkommen anders ausgesehen hätte. Jawohl. Ja, und dann habt ihr natürlich am Ende noch ein paar Teile über. Unter anderem diese Rahmen. Diese Gussrahmen. Aber warum, Marco? Ich glaube, ich weiß es. Er weiß es. Wegen dieser Teile dahin. Ah, genau. Die gehören nämlich zu den Gussrahmen. Ah, ja gut. Und wer schon immer mal eine Schere oder eine Ölkanne oder einen Akkuschrauber in weiß haben wollte, ist jetzt ja nicht so die normale Farbe für diese Gussrahmen. Normal nicht. Hier liegt's dabei. Genau. Ich vermute zwar trotzdem, dass die meisten Leute sich das Set kaufen, weil es ein schickes Star Trek-Modell ist und nicht, weil sie unbedingt schon mal die Ölkanne in weiß haben wollten. Hoffen wir mal. Aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Ja, ein paar Teile extra sind natürlich auch wieder dabei. Ja, und unser blaues Einzelnoppentool. Das Einzelnoppentool zum Aufbringen der Einzelnoppe. Genau. So, und jetzt gucken wir uns endlich das an. Jawohl. 20 Prints sind es, habe ich gezählt. Überall steht natürlich der Schiffsname drauf. Klar. NCC 1701D. Goddard, das ist der Name des Shuttles? Genau. Ich habe, glaube ich, irgendwo gesehen, es ist das 15. Steht hier. Ja? Ganz klein. Genau. Ganz klein. Weil so ein Schiff der Galaxy-Klasse war ja ein bisschen größer. Ein bisschen. Und hat auch ein paar mehr Shuttles an Bord gehabt. 642 Meter lang, glaube ich. Ja. Jawohl. Shuttlecraft 15 steht es auch hier. Enterprise. Jawohl. Alles schön bedruckt. Auch hier nochmal die Schiffskennung. Schick. Ist auch stabil. Kleine Warp-Gondeln. Ne? Das kann auch Warp fliegen. Genau. Und ein interessantes Heck, das auch einen Blick ins Innere freigibt. Kann man sich aber noch besser anschauen, wenn wir gleich mal das Dach abnehmen. Genau. Was ich aber noch erwähnen muss, ich finde es toll, wie das hier geformt ist. Ich liebe ja diese großen Curved Slopes, die auch so ineinander greifen. Die hast du hier überall. Das ergibt zusammen schön diese Form. Das finde ich toll. Auch eine und auch Form. hier das. Ja, das sind auch so Formen, die halt auch nicht so einfach sind. Also man muss sich erstmal überlegen, wie man das baut. Nicht so einfach zu entwerfen, aber es ist unseren Designern gelungen. Und ich nehme jetzt einfach mal alles ab, von dem ich glaube, dass man das abnehmen kann. Man kann das abnehmen, ja. Man kann das abnehmen, jawohl. So, das lasse ich mal dran. Und jetzt haben wir hier im Inneren schön 2 Sitzbänke und vorne das Cockpit mit den schönen Cockpit-Panel. Oh ja, das ist dieses schöne A-Cast-System. Ja. Heißt das ja. Herrlich. Ja, das ist geil. Da habe ich auch mal, in der Zeitschrift gesehen, dass du da im Hintergrund, in der Kulisse, wenn du da ganz nah ranzoomst, die haben da einige Easter Eggs eingebaut. Man sieht wohl irgendwie mal so das Symbol von so einer Gummiente und so. Also, ja, geil, das wusste ich nicht. Das sieht man halt in der Serie halt nur, wenn du an genau der richtigen Stelle genau richtig guckst. Und da die ja auch nicht in 4K, 4K oder auch nur HD-Auflösung gedreht wurden, erkennt man es halt für gewöhnlich nicht. Aber diese großen Wandpaneele, die waren wohl auch voller Easter Eggs.
Ja gut, okay. Die kommen ja auch überall vor in den Serien. Also Wenn du halt so ein Produktionsdesigner bist, kannst du dir da auch schon das ein oder andere Späßchen erlauben. Ja, klar. Oder auch mal irgendwo deinen Namen mit reinschmuggeln. Also sieht ja letztendlich keiner. Ja, schick. Ja. Aber das ist jetzt ja Next Generation, also deutlich moderner als das. Sieht Genau. mir jetzt auch, sag mal, Design 1970er Jahre, Ja. günstig produzierte Serie, Design 80er, 90er, okay. Aber die generelle Form kenne ich auch aus mindestens einem Film. Im Grunde genommen ist dieses Shuttle eine Wiederverwertung. Das macht man ja gerne bei Film und Fernsehen, dass man Dinge wiederverwertet, weil Kosten sparen. Und diese Shuttles sind im Grunde genommen einfach nur die Shuttles aus Star Trek 5. Also wer den Film gesehen hat, glaube ich, erinnert sich jeder, wie Captain Kirk eine Bruchlandung mit einem Shuttle in der Enterprise hinlegt. Und das sind dieselben Shuttles. Ein bisschen verändert haben sie die schon. Also ich weiß, auf jeden Fall haben sie die Gondeln ausgetauscht. Da haben sie halt neue genommen für die Serie dann. Aber das grundlegende Modell war das gleiche. Man hat es da, man hat es benutzt. Stimmt, da war ganz in der Nähe ein klingonischer Bird of Prey, der dann auch angegriffen hat. Und eigentlich haben die ja so einen Leitstrahl, dass die automatisiert landen. Ja. Aber dafür hätte die Enterprise die Schilde länger senken müssen. Und mit so einem Bird of Prey in der Nähe ist das keine gute Idee. Ist das keine so gute Idee. Ob es jetzt halt so eine gute Idee war, die Gäste da mit an Bord zu nehmen, dann letztendlich, aber gut, ja, das gut. Das ist eine andere Sache. Aber wenn der Captain sagt, ich will an Bord, dann sagt die Mannschaft, alles klar. Die hatten natürlich auch so Fangnetze dann, ne? Ja, genau, die gehen dann, ich glaube, die werden irgendwie, die gehen dann so hoch. Die kommen, glaube ich, mehr oder weniger so aus dem Boden. Zum Glück. Ich glaube, sonst wäre es schlimmer geworden. Ja. Naja, also die Form sagte mir auf jeden Fall was und ich finde sie aus Noppenstein wirklich sehr gut gelöst. Auch das hier, mit diesen Hinges, ist schön gemacht, fügt sich alles gut ineinander. Ja, was haben wir hier? Eine Länge von 7 Metern. Okay. Und in dieser Beschriftung kommt es wahrscheinlich in der Next Generation Serie vor. Ja. Vielleicht auch nochmal in einem Film, weiß ich jetzt nicht. Nee, also diese Shuttle-Typen, glaube ich, in den Filmen nicht mehr, weil sie dann in den Filmen die neueren, also in Star Trek 7 sieht man, glaube ich, keinen Shuttle und in den Filmen darauf ist es dann ja schon die Enterprise E. Ja. Und die hat dann diese neueren Shuttles, die man auch aus Voyager kennt. Wobei jetzt zum Beispiel diese Shuttles auch anfänglich in Voyager benutzt werden. Also das ist ein bisschen... Ja, gut. Man kennt es, wenn halt so Requisiten wieder benutzt, also wiederverwertet werden. Das ist auch in Ordnung. Genau. Ja, prima. Jetzt haben wir euch die beiden Shuttles gezeigt. Videos zu den Gadgets werden noch folgen. Zu dem Kommunikator, zu den beiden Phasern und zum klingonischen Dolch. Genau. Jawohl. Da war es das für heute schon aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Jawohl. Demnächst gibt es noch mehr. Jo, viel Spaß beim Bauen. Jawohl, viel Spaß beim Bauen. Ja, muss ich immer an die Szene denken, wo sie Scotty am Ende das Shuttle geben, wenn die Rampe hier so runter ist. Wie er dann hochgeht. Schenken sie ihm ja einen Shuttle. Ah ja. Ach, das war so klasse. Er dann auf dem Holodeck. Das war super. No bloody A, B, C or D. Eine meiner Lieblingsfolgen. Ja.